Moin André. Hi Tim. Wir haben hier unser Entice 7 stehen, haben wir im anderen Video auch schon mal vorgestellt. Heute wollen wir einen Deep Dive wagen. Zu dem Entice 7 selbst. Du nennst es häufig auch SUV. Warum? Ja, genau. Wir haben hier das Entice 7 Advance und wir nennen es SUV im allerbesten Sinne. Es ist besonders robust, es ist sehr stark ausgestattet und vor allen Dingen steht das Ganze für maximalen Komfort. Bequemlichkeit ist da wahrscheinlich auch so ein Stichpunkt. Hängt womit zusammen? Mit der Vollfederung, nehme ich an? Genau, wir haben also bei diesem Rad nicht nur vorne die klassische Federgabel, sondern auch am Hinterbau haben wir eine Federung eingebaut, sodass man hier wirklich sowohl vorne als auch hinten mit dem maximalen Komfort unterwegs ist. Und alle Unebenheiten, Bordsteinkanten, Schotterwege werden dort einfach drüber weggefahren und man schwebt quasi über den Asphalt. Ja, schweben auch, gleiten ist so ein anderes Stichpunkt. Wir wollen natürlich auch Zug nach vorne haben. Hau mal raus, was für einen Motor haben wir hier drin? Ja, genau. Wir haben hier den stärksten Motor der Bosch-Familie. Das ist der Bosch Performance Line CX. Mit vom Werk 85 Newtonmeter, lässt sich sogar über ein Software-Update jetzt bis auf 100 Newtonmeter sogar noch hochdrehen. Also da haben wir reichlich Reserven, um alle Anstiege auch zu schaffen. Ja, top. Angenommen, ich nehme das Bike für eine Tagestour, wie weit kann ich damit fahren? Also was gibt der Akku her? Ja, wir haben hier den 800 Wattstunden InTube-Akku. Das ist aktuell der größte auch, den es in der Bosch-Serie gibt. Der hat auch genug Reserve für so sehr, sehr große Tagestouren. Da braucht man sich gar keine Sorgen zu machen. Man hat sehr viel Reserve. Ja. Was mir auch direkt aufgefallen ist, die absenkbare Sattelstütze, Dropper Post auch genannt. Ist das einfach eine Spielerei oder hat das einen wirklichen Nutzen für mich? Nee, Spielerei ist es auf keinen Fall. Das ist ein Feature, was jetzt seit den letzten Jahren immer mehr im Programm ist. Bringt einen ganz klaren Vorteil, was die Höheneinstellungen angeht. Das heißt, wenn ich jetzt hier das Dilemma habe, stelle ich mir den Sattel so ein, dass ich ideal pedalieren kann oder stelle ich mir den Sattel so ein, dass ich bequem an den Boden komme, kann ich das hier bei dieser Sattelstütze ganz variabel während der Fahrt ändern. Heißt, ich stelle mir während der Fahrt den Sattel hoch, fahre ganz angenehm und wenn ich anhalte, kann ich mit dem Sattel runterfahren und ganz bequem mit den Füßen auf den Boden kommen. Mir persönlich ist Sicherheit ja auch immer ein großes Anliegen. Was für Bremsen haben wir hier denn verbaut? Ja, Tim, wir haben ja eine 4-Kolben-Bremsanlage von Tektro, die dich natürlich jederzeit sicher zum Stehen bringt. Ja, wir haben unterschiedliche Modelle. Es gibt ein Spitzenmodell, vielleicht auch ein Einstiegsmodell. Kannst du zu den unterschiedlichen Ausstattungsvarianten hier vom Entice 7 noch mal was sagen? Genau, die Tektro-Bremsanlage, wenn wir damit anfangen, ist bei dem Advance und bei dem Move-Modell, so wie wir es hier stehen haben, die Tektro 4-Kolben-Bremsanlage. Wenn wir ins Spitzenmodell, in das Excite-Modell gehen, haben wir dann sogar eine 4-Kolben-Bremsanlage mit ABS verbaut. Das kennst du aus dem Autobereich. Da kommst du wirklich auf allen Untergründen sicher zum Stehen und das Vorderrad rutscht nie durch. Du hast schon gesagt, das hier ist das Entice 7 Advance. Was haben wir für Ausstattungsvarianten? Was sind da vielleicht auch Unterschiede, die interessant sein können? Genau, beim Entice 7 mit der Vollfederung haben wir 3 Ausstattungsvarianten. Das eine ist das Entice 7 Move. Da starten wir. Da haben wir eine etwas einfachere Ausstattung mit dem Purion-Display und mit etwas einfacher gehaltener Schaltung und Bremsen. Alles etwas preisgünstiger gehalten. Genau, ansonsten haben wir hier das Advance-Modell mit unserer Mittelklasse in der Ausstattung. Wir haben das Kiox 300er Display, wir haben den Supernova Mini 3 verbaut, sodass wir zum einen natürlich eine sehr gute Beleuchtung haben und zum anderen im Display alle Anzeigen, die wir für den Alltag brauchen. Und dann eben das Spitzenmodell für die eben keine Kompromisse eingehen wollen, die das maximale Fahrerlebnis haben wollen, haben wir dann das Entice 7 Excite. Ich habe schon Bock aufs Rad, wenn ich mir das jetzt schnapp und einkaufen fahre oder auch mal eine längere Tour mit Kumpels und ich packe mir große Taschen dran. Was für eine Zuladung haben wir da? Wird ja auch immer wichtiger. Ja, unsere Plus-Story bedeutet 170 Kilo Zuladung und das ist natürlich in einem Bereich von vollgefederten Fahrrädern outstanding. Hier haben wir also die Möglichkeit, Fahrer plus Fahrrad plus Zuladung 170 Kilo erreichen zu können. Am Gepäckträger dürfen es auf dem Weg mit vielen Anbaumöglichkeiten 25 Kilo sein. Für den Alltag, fürs Einkaufen natürlich auch eine tolle Geschichte. Also gefühlt, das Rad lässt keine Wünsche offen. Mich hat es überzeugt, ich finde es mega spannend. Danke André für die Vorstellung, richtig Gerne. Cool. Danke dir.